Name ist Paulina Roginski. Ich bin Schauspielerin, Moderatorin und ein Tausendsasser in der Medienlandschaft. Ich mache mittlerweile seit 13 Jahren Kuren, weil ich gemerkt habe, dass es mir so gut tut. Weil ich draußen in der freien Welt schon sehr viel Power habe und immer so viel machen möchte und so viele tolle Möglichkeiten auch habe, mich auszuleben und zu arbeiten und Familie und Freunde. Und ich bin ein großer Liebemensch. Ich liebe Essen, ich liebe Trinken, ich liebe gesellige Abende. Ich liebe aber auch die Ruhe. Und manchmal, wenn man nicht aufpasst, wird es ja einem dann doch zu viel und man merkt es immer erst im Nachgang. Dann kriegt man so einen Backflash und ist dann auf einmal so erschlagen und denkt sich, oh Gott, was ist denn mit mir los? Ich kann irgendwie gar nicht mehr rausgehen. Ich bin doch eigentlich so sozial, aber ich ertrage die Lautstärke, die Menschen, einfach die Welt nicht mehr. Und damit ich da nicht so crashe, weil ich in der Vergangenheit schon fast wie so ein Unfall hatte und dann fast gar nicht mehr rausgehen konnte, habe ich gemerkt, wie gut es mir tut, zu kuren. Und dann wirklich eine Auszeit zu nehmen von der ganzen großen, lauten, schnellen Welt und von den Eindrücken, von vielen Impulsen und einfach mal ein bisschen runterzukommen, mit sich zu sein, sich auf den Körper zu besinnen, sich auf Achtsamkeit zu besinnen, auf Atmung zu besinnen, auf die Natur zu besinnen, auf eine holistische Art und Lebeweise zu besinnen. Und ich mag das im Viva Maya Maria Wörth sehr gerne. Für mich kommen all diese Aspekte hier zusammen. Viva Maya ist für mich so angenehm unaufgeregt. Und die Qualität spricht für sich. Also es ist nicht so, dass man reinkommt und denkt, man ist in so einem Hightech-Film und jetzt werde ich hier geklont, sondern es ist so, okay, wir besinnen uns auf die wahren Werte, auf die Qualität. Ich liebe die Therapeuten, ich liebe die Diagnostik, ich liebe die Ärzte. Ich mag alle Anwendungen. Ich bin ein Riesenfan von der Kneippabteilung. Und jeder ist so nett. Und ich komme jetzt hier schon öfters her und freue mich jedes Mal über die herzliche Begrüßung direkt an der Rezeption. Und es hat so einen familiären Charakter, ohne dass es mich während der Kur anstrengt, irgendwas erfüllen zu müssen. Also ich bin trotzdem total entspannt und fühle mich so gut aufgehoben. Ich fühle mich hier einfach richtig gut aufgehoben. Das Essen schmeckt gut, die Aussicht ist toll. Der Wörther See wartet auf einen morgens, wenn man den Vorhang aufmacht. Und dann hast du diese Ruhe. Ich finde es so schön, dass wir einen See direkt vor der Nase haben, weil das Wasser so ruhig ist. Es ist meistens spiegelglatt und es sieht fast schon magisch aus, wie so ein Portal, dass man wie oben so unten, diese Aussicht, das überträgt sich irgendwie auf meine Nervenzellen und auf mein Wohlbefinden. Ich bin hier einfach richtig gut drauf. Und ich habe hier tatsächlich noch kein einziges Mal so einen Kurkoller bekommen. Das kriegt man ja manchmal auch, wenn man zu lange kurt. Und natürlich, da befreit man sich von Schlacken, von Gedanken, von Träumen, von Emotionen, von Stress, von Traumata, von allem Möglichen. Das passiert, klar, das gehört zur Kur dazu. Während ich hier bin, passiert das Entladen und Aufladen gleichzeitig. Ich merke gar nicht, in welchem Prozess ich gerade bin, weil ich mich da auch nicht so monitore. Aber wenn ich hier abreise, dann merke ich erstmal, wie aufgeladen ich bin. Okay, zwischendurch merke ich schon, wie aufgeladen ich bin oder wie entladen ich bin, wenn ich die Bergwanderung mitmache, oben zum Pyramidenkogel. Da merke ich schon, okay, jetzt bin ich aber ganz schön entladen und zwinge mich richtig rauszugehen an die frische Luft. Die Nordic Walking Stöcke helfen mir da. Und letztens, da hatte ich eine tolle Stoffwechselinfusion. Das war dann aber auch schon der 7., 8. Kurtag und dann bin ich ganz entspannt den ganzen Wanderweg hoch zur Pyramidenkugel hochgelaufen. Und da habe ich gemerkt, ich bin aufgeladen. Wenn wir jetzt hier sitzen und das Interview machen, muss ich natürlich auch ein bisschen über die Darmgesundheit sprechen, weil da fängt unser Leben an. Da ist einfach
das Wohlbefinden so wichtig und ja, im Alltag ist es schon so, dass ich dann nicht alles befolgen kann. Ich versuche es, aber ich schaffe das nicht immer. Und als ich hier angekommen bin, habe ich schon gemerkt, okay, mein Darm ist total, ich brauche Entspannung und Hilfe. Und er tut die Bauchmassage so gut und die ganzen Behandlungen und natürlich der Leberwickel und die Wärmflasche und das Basenpulver und die ganzen Tees. Und schon bei der 3. Sitzung mit meiner wundervollen Frau Dr. Schuscher war der Bauch ganz anders, total entspannt. Also da konnte man richtig massieren, es war alles gut. Also das funktioniert gut. Also ich würde jetzt gerne nicht ins Detail gehen, aber man kann es sich vorstellen, was bei der Kur alles passiert. Also es tut so gut. Meine Einstellung hat sich schon verändert, weil Viva Maya es schafft, wie kein anderes Zentrum, es so ganz häppchenweise einem mitzugeben, dass es nicht kompliziert wirkt. Also du denkst dir nicht, oh mein Gott, wenn ich mein Leben umstelle, es ist so kompliziert, wie soll ich das hinkriegen? Sondern es ist irgendwie sehr einfach. Ich esse viel einfacher, seit ich Viva Maya mache, als davor, weil ich einfach sehr sauber esse. Ich gucke, dass ich meine Proteine habe, ich gucke, dass ich mein grünes Gemüse habe, ich gucke, dass alles ein bisschen gekocht ist. Das ist einfach, das ist wirklich nicht viel zu machen. Ich liebe natürlich auch den Kochkurs mit Mario, da nehme ich so viel mit. Also das ist eine der allerbesten Sachen hier, der Kochkurs mit Mario. Also oder das Wertvolles über Öle, da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Da bin ich jetzt auch sehr fleißig zu Hause, immer meinen Esslöffel Leinöl zu nehmen oder Walnussöl oder schwarzes Schwarzkümmelöl und auch ein bisschen die Gewürze mit reinzumachen. Aber ich bin ja eh so eine kleine Gewürztante und habe jetzt aber durch den Kochkurs vorgestern noch mal was Neues gelernt. Also das ist super. Und es geht schnell. Also es ist kein Hexenwerk, das Essen vorzubereiten, was einem gut tut, was leicht verdaulich ist, was bekömmlich ist und wonach man irgendwie sich wie Popeye fühlt. Der größte Nutzen, also ich denke, dass natürlich jeder mit seinen eigenen Wünschen zu einer Kur kommt. Manche möchten gerne abnehmen, manche möchten gerne ihre Gesundheit wieder auf Vordermann bringen. Manche merken, sie haben so extreme Gelenkschmerzen. Das hilft dann, dass der Körper sich einfach wieder wohlfühlt. Für mich ist es wichtig, einfach wieder aufzutanken. Ich merke natürlich schon die angenehme kleine Gewichtsabnahme, die aber sehr einfach passiert. Ich leide nicht. Ich bin kein Diätmensch. Ich kann das nicht. Ich liebe Essen viel zu sehr. Ich liebe es zu schlemmen und dass etwas gut schmeckt. Und hier ist es so, dass die Kartoffel, die ich jeden Tag esse, mir immer noch schmeckt, weil es eine gute Kartoffel ist. Oder was anderes. Beim Frühstück zum Beispiel, die Aufstriche mit Schafstopfen. Bin jetzt schon ganz nervös, wo ich Schafstopfen in Berlin herkriege. Ich merke, wie einfach es ist, gut zu leben. Und wie einfach es ist, es in den Alltag zu übertragen. Das ist ein super Start. Also wenn man irgendwie sein Leben ein bisschen verändern möchte und gesünder leben möchte oder ein bisschen entspannter. Weil ich bin eigentlich eine faule Sau. Und wenn ich dann so viel schlechtes Essen esse, weil ich zu faul bin, habe ich im Nachhinein viel mehr Probleme und muss viel mehr Zeit einsetzen, um diese Probleme loszuwerden. Also bin ich jetzt total schlau und mache das so, dass ich gar nicht erst diese Probleme kriege. Der wesentliche Unterschied bei Viva Maya zu anderen Maya-Kuren ist für mich die Diagnostik. Ich liebe es, wenn ich dann liege und dann wird mit meinem Körper irgendwas gemacht. Das ist die funktionelle Myodiagnostik. Endlich weiß ich, wie es heißt. Man muss es aber auch nicht wissen, wie es heißt. Also was da passiert ist, die werden verschiedene Sachen in den Mund gelegt und daraufhin guckt die Ärztin natürlich mit ihrem Know-how und ihrer Kompetenz, wie dein Körper darauf reagiert. Und da habe ich zum Beispiel tatsächlich gemerkt, wie schlecht mir Gluten tut. Ich wusste es schon vorher, weil ich nämlich einen sehr umfangreichen Bluttest und was auch immer für einen Test gemacht habe. Und da war alles so auf Endstufe Gluten. Was habe ich gemacht? Ich habe trotzdem weiter Gluten gegessen. Weil das irgendwie für mich, ich hatte keine richtige kognitive Verbindung dazu.
weil ich gelesen habe, ja, tut mir halt nicht gut, okay. Eine Woche nicht gegessen, dann war wieder ein Croissant im Weg. Und hier habe ich tatsächlich am Körper gemerkt, wie schlecht es mir tut, weil ich gar keine Kraft hatte. Also hatte ich dieses Erlebnis und das Learning, was es mit meinem Körper macht, das Gluten. Und jetzt habe ich seit über einem Jahr kaum Gluten gegessen und jetzt haben wir den Test gemacht und dann noch einen anderen Test. Und jetzt kommt das Krasseste. Ich kann wieder Gluten essen. Ich kann wirklich wieder eine Pasta essen und eine Torte und einen Kuchen und ein Croissant und ein Sandwich. Okay, wir müssen jetzt hier aufhören, weil gleich wartet noch eine Suppe auf mich. Das dann erst wieder in einer Woche. Aber der Körper verändert sich. Also der Körper nimmt tatsächlich die Sachen an, wenn man es dann durchzieht. Und ich habe ein super Erfolgserlebnis. Viva Maya Maria Wörth ist für mich wie das Wochenende bei der Lieblingsoma genießen. Aber noch dazu dann so richtig gesunde Sachen dabei zu essen, die lecker sind. Und dann kommt immer trotzdem noch die Oma vorbei. Willst du vielleicht noch einen Tee? Und eine Wärmflasche? Es ist wirklich